Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und auf das heutige Video habe ich mich richtig gefreut. Also ich freue mich auf die meisten Videos, aber auf dies hier speziell. Und zwar habe ich mir aus Nepal ein kleines Souvenir mitgebracht. Ein original nepalesisches Kukri. Und ich habe mir bewusst nicht eine Touri-Version geholt, die quasi so aus ein bisschen Wellblech und Co. zusammengeschustert ist und verkauft wird, sondern ich war in Kathmandu direkt im Kukri-Haus. Und das sind die Originalzulieferer der Gurkha bzw. der britischen Streitkräfte, die eben diese Kukris nutzen. Zu den Gurkhas werde ich jetzt nicht groß sagen, das ist quasi eine Spezialeinheit, eine nepalesische Spezialeinheit, die eben auch in den britischen Streitkräften kämpft und auch noch immer aktiv ist. Und die sind einfach bekannt für diese Art Messer. Um das jetzt mal ganz grob und kurz zusammenzufassen, soll es hier jetzt aber gar nicht drum gehen. Die Messer sieht man dort überall, sind primär, wie gesagt, wegen der Gurkha bekannt als Kampfmesser und auch wirklich als Waffe. Aber das ist natürlich die heroischere Art und Weise, diese Messer darzustellen. Sie werden auch einfach als Werkzeug genutzt und genau zu dem Zweck sind sie für mich natürlich perfekt. Und ich mag einfach die Optik sehr gerne. Ich habe kein rein klassisches, werden wahrscheinlich die einen oder anderen gleich erkennen. Ich hole euch mal näher ran. Die klassische Version hat einen nahezu glatten Griff und hier nochmal so eine Erhebung, einen Ring. Das ist halt, damit die Finger dahinter bleiben. Hier wäre jetzt so ein Ring und die haben auch hier keinen Klingenschutz. Ich wollte ganz gerne diese Version, erstmal weil die für meine Hand besser zu greifen ist. Die klassischen sind ein Eckchen kleiner, die sind einfach für nepalesische Hände gemacht und die sind etwas kleiner. Und das ist für mich schön zu greifen und ich mag diesen Schutz hier vorne einfach auch. Ich habe das gut gereinigt und so eine ganz leichte Senfpatina drauf gemacht, einfach nur zum Schutz. Ich kann nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Man sieht schon, dass es wirklich sehr, sehr dicker Stahl, also die sind wirklich zum Arbeiten gemacht. Und ich freue mich einfach darauf, das gute Stück mal auszutesten. Ich habe noch nie damit gearbeitet und daher wird das auch für mich eine Premiere und deswegen freue ich mich darauf, das zu verwenden. Das Lederbändel habe ich ja selber angemacht, einfach nur, um nochmal so eine zusätzliche Sicherheit zu haben. Ich habe die einfache Version ohne viel Shishi haben wollen. Da gibt es ganz, ganz viele in dem Laden, aber ich wollte wirklich die einfache und zwar gibt es diese Scheide dazu. Das ist Holz und zwar umspannt von Jackleder. Und hier drin sind nochmal zwei zusätzliche Klingen. Die Namen dazu werde ich einblenden, wenn ich sie finde. Ich habe sie wieder vergessen. Und zwar einmal dies hier. Das ist wirklich so ein grobes Stück. Das wird als Feuerstahl genutzt. Und zwar, wenn man das ist reiner Kohlenstoffstahl, wie ist das Messer natürlich auch. Und wenn man einen Feuerstein hat, kann man damit tatsächlich Funken schlagen. Man kann aber auch mit dem, genau wie mit dem anderen, aber das zeige ich gleich, diesen hier, das ist leicht geschliffen. Man sieht das hier. Das hat eine ganz leichte Schärfe, damit kann man wirklich kleine, feine Arbeit machen. Kann gegebenenfalls auch häuten, wenn man jetzt irgendwie ein Tier erlegt haben sollte oder so. Und man kann auch mit dem Stück das Kukri selber einfach schleifen und halt einfach draußen tatsächlich wieder nachschleifen, wenn es notwendig sein musste. Was natürlich gerade fürs Militär und bei der Arbeit wichtig ist, dass man das nicht immer nach Hause bringen muss, sondern alles dabei hat. Das ist hier eingefasst und hier halt sehr steif. Auch aus dem Leder, das ist wirklich richtig fest. Da werde ich mir wahrscheinlich nochmal so eine extra Holz dafür bauen, weil mir das hier tatsächlich nicht ganz so gut gefällt. Aber das Messer dafür umso mehr. Jetzt freue ich mich darauf, das Ganze mal so ein bisschen zu verwenden. Okay.
Ein bisschen näher ran, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Ich habe das Messer auf normale Gebrauchsschärfe gebracht. Also jetzt nicht Rasiermesser scharf oder dergleichen, weil es meiner Meinung nach nicht rasiermesserscharf sein muss. Dafür ist es nicht das richtige Messer. Ich versuche jetzt noch mal irgendwo was Trockeneres zu finden, zu gucken, ob ich damit auch etwas feinere Arbeiten machen kann. Ich nutze jetzt hier dieses untere. Das ist möglich. So ein paar Schläge. Ja, es ist kein Schnitzmesser, das ist klar. Weil ich sagen muss, dass das immer noch erstaunlich gut geht. Also Feathersticks kann man nicht die feinsten machen, aber so ein paar Späne, wenn man hier sieht, kann man gut runterholen. Die können natürlich hier noch feiner. Also das Messer braucht sich definitiv nicht verstecken. Das ist unglaublich. Die Hackkraft von diesem Messer ist der Wahnsinn. Also ich weiß, dass es ein Haumesser ist und auch schön in Verlängerung des Arms mit dieser Beuge funktioniert. Aber dass es so gut funktioniert, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet. Ich habe übrigens in Nepal selber gefragt, wofür dies hier ist. Und der Händler hat mir gesagt, das wäre die Blutrinne. Damit er einfach, wenn das Blut runterläuft, das hier abtropfen kann. Ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube jetzt einfach das, was mir der Händler gesagt hat. Also soll es mir eigentlich auch egal sein. Wenn ich was Schönes zum Betonen finde, dann würde ich das auch noch machen. Aber ganz ehrlich, guckt euch mal an, wie dick diese Klinge ist. Also ich glaube, da stellt sich keine Frage, ob man betonen kann. Ich habe leider nichts Schönes zum Betonen gefunden und werde dafür jetzt nicht extra irgendwas herstellen oder dergleichen. Wie gesagt, ich glaube, es hat keiner Zweifel daran, dass mit dieser Klinge, mit dieser Klingenstärke Betonen kein Problem ist. Ich betone normalerweise mit Messern echt selten. Das wäre ein Messer, wo ich es definitiv mit tun würde, weil es für mich so ein Hybrid aus Messer und Axt und Machete ist. Also das Messer ist Wahnsinn. Es ist ein tolles Souvenir. Ich freue mich, dass ich es mitgenommen habe. Ich freue mich, dass ich es gekauft habe. Das ist wirklich ein sehr vielseitiges Messer, wo man tatsächlich Schnitzarbeiten hier vorne in diesem Bereich machen kann. Habt ihr ja gesehen, das geht soweit gut und für die Zwecke Feathersticks und so weiter gar kein Problem. Essen zubereiten, weiß ich jetzt nicht, müsste grundsätzlich auch gehen, würde ich aber nicht machen, da habe ich meist ein kleines Messer mit. Es ist für mich aber so ein absolutes Allround-Messer. Es wiegt 550 Gramm, sowas in dem Dreh. Größe könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Passt hervorragend in meiner Hand. Und ist wirklich gute Qualität. Es lässt sich sehr schön nachschleifen und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Wie gesagt, war auch mein erster Test. Ich werde das Kukri auf jeden Fall auf die ganzen kommenden Touren mitnehmen. Wahrscheinlich sogar auch als Axtersatz. Also wahrscheinlich wird dann das Messer das sein, was ich mitnehme und nichts anderes, vielleicht noch ein ganz kleines Messer. Aber ansonsten wirklich nur dieses hier. Ich bin wirklich begeistert. Also ihr seht gerade die Kinderaugen, die da leuchten. Und werde hier, glaube ich, noch mal so ein bisschen rumprobieren. Ich habe hier noch einiges an Totholz rumliegen. Ich habe jetzt für dieses Messer in Kathmandu 40 oder ja, umgerechnet ca. 44 € bezahlt, was das Messer mehr als wert ist. Und ich werde das zu Hause noch wieder gut einölen, damit es nicht rostet. Gleich erstmal trocknen. Da werde ich an diesem Messer, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange Spaß haben. Es ist auch Full Tank.
falls ich das noch nicht erzählt habe. Es geht wirklich komplett durch. Und sollte hier mal irgendeine Beschädigung im Laufe der Zeit auftreten, würde ich das wirklich reparieren lassen, weil das ein Andenken ist, was einfach auch Verwendung findet und wo ich noch sehr viel Freude dran haben werde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.